Vom EDC zum nächsten Level, der Daypack. Worauf kommt es an und was passt wirklich rein? Moin! Heute werfen wir mal einen Blick auf unterschiedliche Rucksäcke und ihre Tauglichkeit als Daypack. Generell erstmal zu dem Begriff Tagestour. Also wir gehen davon aus, ihr habt irgendwo ein Biwak oder ein Camp und macht euch dann auf eine Tour eben für den ganzen Tag. Das beinhaltet aber auch, dass ihr abends irgendwann wieder zurückkommt. Wir planen also jetzt keine Übernachtung ein, also keine 3-Day-Pack oder sowas, sondern wirklich nur einen Tagestour-Rucksack. Natürlich haben wir auch mal etwas zusammengestellt, was wir auf so eine Tagestour mitnehmen würden. Da seid natürlich ihr auch gefragt, haben wir da was vergessen? Gibt es Sachen, die ihr unbedingt auch noch mitnehmen würdet oder die ihr für völlig sinnlos betrachtet? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, denn das würde uns natürlich auch sehr weiterhelfen. Mit dabei haben wir selbstverständlich Smartphone, Schlüssel, Portemonnaie und in diesem Fall auch Zigaretten und ein Feuerzeug, wenn ich auch Nichtraucher bin. Klassisches First Aid Kit, eine Rettungsdecke für den Wärmeerhalt. Dazu natürlich nochmal Bekleidung, auch für Wärmeerhalt. Etwas gegen den Regen, in diesem Fall ein Poncho. Messer, Multitool, Licht und ein bisschen Strippe, die kann man, denke ich, auch immer gebrauchen. Und natürlich wollt ihr auch mindestens eine Nahrung zu euch nehmen, also einen kleinen Kocher, einen kleinen Topf etc. Labello, also ein Fettstift, dann nochmal einen Mückenstift und eine Sonnencreme, ein bisschen was zu schreiben. Und ich bin auch immer ein Fan von einem Kompass, den haben wir auch noch mit eingepackt. Selbstverständlich noch eine Powerbank und gerne hat man natürlich auch eine Sonnenbrille dabei. Fehlt noch etwas, was ihr immer dabei habt oder habt ihr irgendetwas, was ihr total überflüssig findet? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns das wissen. Und sollten euch unsere Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde uns wirklich unterstützen. Kommen wir nun zum ersten Daypack im Bunde. Das ist der klassische Assault Pack hier in seiner kleineren Form mit 20 Liter Volumen und den packen wir jetzt mal voll. Wie wir schon sehen, der 20 Liter Rucksack ist praktisch komplett gefüllt. Was natürlich sehr schön ist an so einem Assault Pack, sind die mehreren verschiedenen Fächer. Einmal ein großes Hauptfach, dann nochmal ein Zwischenhauptfach, dann noch die beiden aufgesetzten Fächer, die mir jetzt sehr gut das Organisieren und auch Kombinieren der Ausrüstung ermöglichen. Also ich habe dann Erste-Hilfe-Sachen mit der Strippe, zum vielleicht was abbinden, zum Wärmeerhalt, alles in einem Bereich. Ich habe zum Beispiel den Kocher jetzt weiter unten, weil den werdet ihr wahrscheinlich noch einmal rausholen, kommt trotzdem noch ganz gut dran. Kleinigkeiten und die Tools sind alle jetzt in diesen vorderen Taschen und das ist bei so einem Rucksack natürlich ideal. Kommen wir jetzt zum nächsten im Bunde. Eher ein klassischer Rucksack, wie man ihn kennt. Seitenfächer 3 Stück, ein Deckel, ein kleines Deckelfach und ein großes geräumiges Hauptfach, der Helikon Tex Bergen. Obwohl im Prinzip etwas kleiner vom Hauptfach, doch viel mehr Stauraum. Also hier ist überall noch ein bisschen Luft, wo ich noch was unterkriegen könnte. Aber natürlich muss hier überall auch einfach nur reingestopft werden. Also ich habe wenig Unterteilung, ich habe meine verschiedenen Taschen und mein Hauptfach. Aber ich muss dann schon wissen, was habe ich wo und dann muss ich auch mal unter Umständen ein bisschen wühlen. Kommen wir jetzt zum Essential Pack MK2 von Tasmanian Tiger in der Größe L. Hat nur noch 15 Liter, ist damit aber auch einer der beiden leichtesten Rucksäcke. Er wiegt also weniger als die Hälfte von den beiden, die wir davor hatten. Hat dann aber auch kaum noch Unterteilung. Er hat hier unten nochmal am Boden ein kleines Fach. Ansonsten wird von oben nur noch der Rucksack befüllt. Viele werden wahrscheinlich zu Recht sagen, das ist aber auch kein richtiger Daypack mehr, das ist ein EDC. Wir wollten aber jetzt genau diesen Vergleich mal runtergehen. Ab wann wird ein Rucksack ein EDC-Rucksack und eignet sich eigentlich gar nicht mehr als Daypack und was kann man noch als Daypack benutzen? Schauen wir also mal, ob wir alles reinkriegen. Auch hier geht im Prinzip alles rein. Ich habe jetzt mal einfach mein Smartphone, Portemonnaie und Schlüssel als sozusagen Hosentaschenobjekte behalten. Ich hätte sie noch reingekriegt, aber ihr wisst selber, gerade beim Smartphone muss das dann nicht irgendwo mit rumfliegen. Da ich den Rucksack recht weit aufmachen kann, wenn ich also weiß, was ich wohin gesteckt habe, komme ich da auch noch halbwegs ran. Aber ansonsten ist es ein klassischer Einfach-Rucksack. Da werdet ihr ums Wühlen nicht drum herum kommen. Aber interessant ist schon, ihr kriegt also auch auf 15 Litern, wenn ihr es einigermaßen vernünftig verteilt, alles für eine Tagestour unter.
Zusätzlich kommt natürlich, wie bei allen mit Molle versäten Rucksäcken, die Möglichkeit, adaptiv weitere Taschen zu montieren. Also ich könnte die Dinge oder auch noch andere Dinge hier robust verpacken. Er ist also erweiterbar. Kommen wir jetzt zum leichtesten der ganzen Serie. Das ist von Misty Revenge der Galligator. Hier mit 14 Litern. Wir können auf der Front noch ein bisschen was aufschrauben. Ansonsten muss von oben gestopft werden. Und wir haben auch nur noch ein Deckelfach dafür. Klar, wäre jetzt nicht die erste Wahl für einen Daypack, ist auch wirklich eher als EDC gedacht. Aber wir sehen schon, bei 14 Litern kriegen wir viel unter. Allein durch die Möglichkeit, hier vorne Sachen nochmal aufzuspannen, plus einem wirklich geräumigen großen Deckelfach und im Endeffekt auch nochmal zusätzlich hier ein paar Anbringungsmöglichkeiten, wo ich auch noch hätte das Messer befestigen können oder hier nochmal ein Fach jetzt für zum Beispiel die Zigaretten etc. ist doch einiges vorhanden und wir könnten ihn zur Not auch als Daypack nutzen. Mit 13,5 Liter kommen wir jetzt zum Eberle-Stock Bandit, also fast genau die gleiche Größe wie der Galligator, aber noch ein paar Besonderheiten. Schauen wir mal, wie wir da uns einsortieren können. Der Bandit von Eberle-Stock. EDC oder Daypack, beides. Ihr habt so viele verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu organisieren. Innen drin an den Seiten überall noch Taschen, Außentaschen, eine riesengroße Tasche im Top-Bereich, also oben, plus nochmal Einschubfächer, einen Clip zur Befestigung eures Schlüssels etc. Und dann hier vorne eigentlich natürlich ein Helmfach, kann aber auch wie hier jetzt einfach die Regenjacke oder ein Poncho aufnehmen. Okay, ihr werdet euch jetzt zu Recht fragen, was macht der Plan C hier von Hazard vor? Den hat er doch als EDC. Ja, hat er. Ich wollte eigentlich auch nur gucken, ob er auch als Daypack tauglich ist. Weil ich liebe den Rucksack. Wir gehen jetzt auf ungefähr 12 Liter runter. Und jetzt schauen wir mal, ob in meinen Lieblingsrucksack diese ganzen Sachen vernünftig einsortiert werden können. Hazard vor, Plan C, Dual Strap, also nicht als Sling, sondern als Rucksack mit 12, kleines bisschen Liter ausgezeichnet. Wir haben hier noch Platz in den Taschen. Hier vorne in dem Fach, habt ihr gesehen, ist eigentlich nur, glaube ich, mein Block und Smartphone drin. Ich hätte es nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gedacht hättet, dass da so viel reingeht. Eigentlich für mich ein EDC. Dazu kommt noch, dass er im Allgemeinen jetzt auch noch ein Rückenfach hat. Oh, da ist ja sogar noch das Tablet vom letzten Mal drin. Noch ein Tablet aufnehmen könnte etc. Und dass er, so wie alle anderen natürlich auch, eine Trinkblase inklusive Schlauchführung aufnehmen kann. Aber das haben die anderen auch. Ja, ich bin völlig überrascht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch überrascht seid. Ein 12 Liter EDC-Pack als Daypack umfunktioniert. Ja, also von 20 bis 12 Liter haben wir uns runtergearbeitet. Jeder Rucksack konnte alles aufnehmen. Ihr habt gesehen, es gibt überall ein paar Vor- und Nachteile. Sicherlich denke ich, kann man sagen, dass gerade die modularen Rucksäcke, besonders die, die mehrere Unterteilungen haben, viel mehr Sinn machen in meinen Augen, weil ihr viel besser sortieren könnt, als wenn ihr einfach alles stopft. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich fand den Eberle-Stock hervorragend. Wir konnten sehr viel organisieren. Man kam sehr schnell an seine Sachen ran, weil man durch diesen Frontloader nur ein Stück aufmachen konnte, in die Seitenbereiche kam. Ich liebe den Hazard 4-Pack. Vielleicht konntet ihr sehen, warum. Ihr könntet euch sogar noch Trennwände einbauen, um dann noch mehr Separationen zu schaffen. Und für so ein kleines Ding so viel aufnehmen zu können und immer noch Platz zu haben, also ich bin wirklich begeistert. Aber man muss natürlich auch sagen, der klassische Assault Pack funktioniert auch gerade in seinem 3-Stufen-Aufbau. Wir haben dann hier nochmal die beiden Stopfrucksäcke, nenne ich sie mal. Da macht gerade besonders der Essential Pack mehr Sinn, denke ich, weil man ihn weiterhin aufkriegt. Aber auch der super leichte von Misty Revenge erfüllt hier seinen Zweck.
Und der klassische Rucksack sowieso, aber auch da müsst ihr natürlich mehr wühlen. Das waren unterschiedliche Daypacks vorgestellt. Wir haben uns heute mal wirklich auf die kleineren Formate beschränkt. Schreibt es doch in die Kommentare, was für eine Literanzahl ihr immer habt an Daypack und vor allem, was ihr noch als Must-Have mitnimmt. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.